fahre jetzt nach Usak, große Stadt. Da. Ja, ich wollte mal mich ins Café setzen, ein bisschen Video schneiden. Ich möchte irgendwo gemütlich sitzen, einen Kaffee trinken und dann den ganzen Tag ungestört Strom haben. Alter, ich bin wieder viel zu fertig, aber es passiert natürlich wieder viel. Also ich bin in Ušak angekommen, habe mich ins Café gesetzt. Ja, da der Besitzer hat mich sehr nett in Empfang genommen. Can I actually use laptop, do some work? Nice, okay, I come. What's your name? Vanya, Adem Vanya. My name is Kuzey. Kuzey? Kuzey, nice to meet you. Nice to meet you. Versorgt mit Kaffee und Essen, viel gequatscht und so. Ich habe auch noch nichts bezahlt. Und ja, hat mir natürlich Hilfe angeboten mit allem, was ich... Das machen die Türken ja alle. Fragen immer, ob man Hilfe braucht und so. Ich weiß auch nicht, wenn man dann Probleme hat, ob man dann sagt, nein, ich brauche keine Hilfe. Oder ob man sagt, klar, ich brauche total viel Hilfe. Auf jeden Fall habe ich halt gesagt, ja, hier Laptop kaputt. Mein Laptop hat, glaube ich, einen Wasserschaden. Da hat er mich zu seinem Kumpel gebracht hier. Ja, auf jeden Fall habe ich Laptop jetzt abgegeben. Bis morgen Abend muss ich irgendwie hier in der Stadt bleiben. Aber ich glaube, ich fahre zum Pennen raus an See. Ja, dann habe ich noch gesagt, dass am Motorrad ich ein bisschen Elektrikprobleme habe, da mit dem Zündschloss. Aber habe auch gesagt, ich muss erstmal noch ein bisschen nachforschen. Vielleicht ist es auch nur eine Steckverbindung. Da meinte er auch direkt, hier, ich habe Mechanikerkumpel, komm, wir fahren hin und so. Der ist auf Zack hier. Komm, wir fahren einfach hin. Geile Karre. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Der fährt bestimmt gerade extra langsam für den deutschen Touristen, der noch nicht sich im Verkehr zu behaupten weiß. Er nimmt sich dann echt einfach so viel Zeit aus seinem Tag raus, um mich rumzuführen oder auszuhelfen, wenn ich irgendwie Probleme habe. Ah! My You, mother is living here. yes. My burn. Ah, you were born here. Yeah, I will. Ah, yes. Kendi enerjini iyi hissedersen buluşalım. Değilsin ben. Kontakte säubern. Batarya şarj yapalım, şarj. Is it not too late? We are here until morning. Çok da bağlayalım. Here is night club, you know night club. I know, at home it's the same. Der hat die gezwungen zum Reparieren. Buraya getir. Hier ist tamam. Ha iyi dur iyi. This is original. Bunu ne yapıyorsun? No, original Honda. No. Where did you find it? Also this I made myself. You made Yeah. yourself? Yes. Yeah, this is lithium. Bunun YouTube'muş bu. Ha lityum. No, yok. Lityum şarj yok, lityum yok. Ja. Tamam. Yes. Maybe you can open. Check it. Hop. Okay. No. Put it. Now. Style. Okay. Ja, dann habe ich gesagt, Batterie ist leer. Das heißt, ich muss ein bisschen fahren, um das zu prüfen, ob die Verbindung passt. I can ride around the block and see. Und dann habe ich schon einmal Kickstarter runtergedrückt und gemerkt, im Fuß so, Ja. hat sie geknirscht. Okay. Und ja, Kickstarter kam nicht mehr hoch und dann war klar, Kickstarter Feder ist gebrochen, Kickstarter Rückholfeder ist gebrochen. What's going on? I may have another problem now. Always. If you need some support, Yeah. he can understand everything. Really, trust me, he can understand. Yeah. Yeah, it just broke, I think. There's a spring inside that puts it back up. And I think I felt it break right now. Now, in here? Right now it broke when I tried to start it.
Ja, habe ich gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Feder ist gebrochen. Ist das ein Problem? Die Feder ist halt gebrochen und ich weiß nicht, ob jetzt ein Stück im Motor hängt. Oh, ist natürlich scheiße. Ein gebrochenes Metallstück im Motor kann Schaden anrichten. Ja, aber Werkstatt machte zu, weil es war schon 9 Uhr abends. Dann habe ich gesagt, scheiße, ich will nicht fahren. Und Kusei war noch da, ja, war auch ein bisschen schockiert. Ich glaube, das hat er auch nicht erwartet, dass ich jetzt mit so viel Problemen um die Ecke komme. Oh Mann, das tut mir echt leid, ey. Wir sind alle so gastfreundlich und ja, ich nehme das auch bis zum Limit in Anspruch. Aber passiert jetzt auch genau jetzt so eine Scheiße. Aber für mich total Glück, weil Kusei hat dann gesagt, hat mit seinen Eltern telefoniert, die hier direkt um die Ecke gewohnt hatten. Und die haben gesagt, die haben eine Garage, da kann ich rein. Es war direkt um die Ecke, ich habe hingeschoben. Dann baue ich, glaube ich, die Kickstarter-Feder aus, damit die keinen Schaden anrichtet. Und fahre dann erstmal ohne die Feder. Muss ich den Kickstarter halt immer mit dem Fuß wieder hochholen. Und dann Teil bestellen aus Deutschland mal wieder. Und irgendwo hin, wo ich lang komme. Aber gut, dass ich Kusei getroffen habe. Guter Mann. Some family working here. Video. Okay. We how can tell you? My dad is saying we can't be ready in the morning. We have to be ready. We have to be- Finished. yeah, Yes. in the morning. Yeah, I can do it now. I can do it now. Michael Lamas schreibt in meine Gruppe. You can resting in here from morning. I can sleep here. Yeah, you can sleep here. Ah, yes. Maybe that is good. And in the morning I go. At what time do they come? 8, 9. Okay. In the I will morning. go out with the bike at 8. 8 or 9. 9 is okay. 9 is okay. Ich mache jetzt den Motor auf. Wenn ich nicht die gesamte Feder finde, dann habe ich ein Problem. Oh, da klopft es. Ja. Oh man. Thank you so much. You're best. Yeah, probably it will work. And then I sleep and. Wow, thank you so much. See you. Oh, that's great. See you. Kusei hat mir Essen gebracht. Der hat sich schon so viel Zeit genommen. Ich glaube, der war auch schon echt jetzt gestresst am Ende, weil das jetzt so lange mit mir gedauert hat. Und er musste zu seinem Laden und so. Ist aber bis zum Ende hier geblieben, alles geregelt. Und ist jetzt sogar nochmal vorbeigekommen mit Essen. Das gibt's doch nicht, oder? Also wenn du in der Türkei ein Problem hast, dann ist eigentlich geil für dich, weil dann hilft dir jeder sofort. Und jetzt habe ich sogar einen Schlafplatz und Essen. Jetzt muss ich auch mal Lob aussprechen an Michael Lamas aus dem XL-Forum. Ich habe natürlich direkt ins Forum geschrieben oder an meine WhatsApp-Gruppe mit Forumsmitgliedern. Und Micha schreibt immer, echt, immer wenn ich irgendein Problem daran schreibe, ist Micha sofort am Start mit Rat und Tat zur Hilfe. Der meinte, ich soll das Motorrad nicht auf die Seite legen, weil dann die Feder, die ist in so einem Loch eingehakt und das Loch führt zum Getriebe, also Loch im Motorgehäuse. Und wenn die Feder an diesem Hakenende gebrochen ist und ich das Motorrad dann hinlege, dann könnte das abgebrochene Stück ins Getriebe rutschen. Das heißt aber auch, ich muss Öl ablassen. Das ist hier so Blinker zusammensetzen. Für irgendwelche Mopeds. Also weiß ich nicht, hier sind so säckeweise diese Blinkergläser. Und dann die Teile hier. Was haben sie hier? Die Birnchenfassungen. Die werden dann hier, weiß ich nicht, mit dem Ding hier eingepresst oder was. Und dann das Glas drauf mit 2 Schräubchen. Das ist hier wahrscheinlich so ein fertiges Produkt. Das sind eigentlich nur 3 Teile. Das Glas, der Boden, die Fassung und 2 Schräubchen. Gut, an die Arbeit. Oh, erstmal beten. Ey, das ist so geil, dass ich jetzt hier sein kann. Ja, ich bin echt dankbar für diese krasse Hilfe von den Leuten. Auch wenn ich das vielleicht
überstrapaziere dieses Hilfsangebot. Wahrscheinlich jedes Mal. Aber irgendwie hatte ich jetzt keine andere Wahl und bin super dankbar. Es ist so geil. Ey, diese Mini-Ratsche, die verlege ich immer. Bin ich denn beknackt? Wo ist die? Da raste ich irgendwann noch aus. Die suche ich so oft. Ich habe die gerade, bevor ich die Kamera genommen habe, hatte ich gerade die Ratsche in der Hand. Und jetzt habe ich die irgendwo hingelegt und finde die nicht. Ey, das gibt es nicht. Die ist total geil und klein, praktisch. Aber ich verlege die. Ich habe sie gefunden. Jetzt beim Labern habe ich so gemacht und da lag sie. Bin so beknackt auch manchmal, aber immer wenn es um diese Ratsche geht. Boah, ist das gerade angenehm hier zu arbeiten. Es ist warm, windstill, ruhig. Ich habe Licht, ich habe eine Toilette. Irgendwo habe ich bestimmt Strom, muss ich gleich mal gucken. Ich habe WLAN, wenn ich auf die Straße rausgehe. Jetzt bloß keine Sauerei machen. Schön konzentrieren. Kein Ölwechsel ohne Sauerei. Der Vater hat mir gerade Kaffee gebracht. Die sind so süß. Ja, direkt wieder an der Tür. Ah ja. Yes. Muss der Kickstarter ab? Ja klar muss der Kickstarter ab. Ich habe ja nur eine Viertelzoll-Ratsche und eine 3/8 Zoll-Ratsche. Und für die 3/8 Zoll-Ratsche habe ich eine 19er und eine 17er Nuss. Und 14er Nuss habe ich nur für Viertelzoll. Die will ich aber nicht mit der kleinen Ratsche ran. Deswegen habe ich noch einen Adapter von 3/8 Zoll auf Viertelzoll. Kann ich die Viertelzoll Nuss drauf machen. Also Adapter an Adapter an Adapter. Aber funktioniert ganz gut. So, wo war ich? Jetzt habe ich hier wieder Spezialanfertigung. 3/8 Zoll Ratsche mit Verlängerung. Auf Viertelzoll Adapter. Auf 6-Kant Adapter. Auf 5er Inbus-Bit. Schön über Kreuz anlösen. So, jetzt bin ich gespannt, Alter. Kupplung ausbauen. Was? Kupplung ausbauen. Nee, das habe ich auch schon ohne Kupplung ausbauen gemacht. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen Schlitzschraubenzieher. Was mache ich da? Fingernagel? Boah. Habe ich mir gerade geschnitten heute. Nie machen. Naja, bis morgen früh um 9 habe ich ja Zeit. Ich kann schon das ganze Stück rausholen. Hier. So. Und da sind wir. Ja, ist jetzt ein bisschen friemelig mit der Kupplung. Aber es geht, man kommt vorbei. Da ist der Übeltäter. Wie kriegt man die raus? Das hier rüberbringen. Ja, komm. Oh, ölig. Warum ist die denn kaputt gegangen überhaupt? Ja, 40 Jahre alt. Was erwarte ich? Die habe ich an meiner anderen XL auch schon getauscht. Ist auch schon gebrochen. Von daher weiß ich genau, was ich tue. Wie man sieht. Oh. Mischung aus Öl und Blut. Wo habe ich mich denn jetzt verletzt, ey? Auf jeden Fall schon ein paar Milliliter Motoröl im Blut sowieso. Kein Wunder, so wie ich arbeite hier. Mit bloßer Gewalt. Ich check nicht, wie das sonst gehen soll. Da steht auch im Handbuch immer nur Feder abnehmen. Abnehmen. Alter. Päuschen. Schauen wir mal, was wir hier Feines haben. Chili Salgam. Keine Ahnung. Ja, irgendwie rote Beete oder sowas. Boah, ist das salzig, Alter. A4 Orson. Heißt guten Appetit. Ah, und hier wahrscheinlich Hühnchen mit Reis. Ich brauch Hühnchen mit Reis. Geil. Also wenn ihr mal in Uşak seid, in der Türkei, Pilav heißt der Laden von Kuzey. Pilav heißt Reis, aber geschrieben Pi und dann Lav wie Liebe. Aber es steckt Liebe drin. Und Pi wegen der Formel, mit der der Reis gekocht wird. Boah. Aber ist geil. Aber ist salzig.
genauso salzig. Oh, ich werde heute Nacht nicht schlafen können wegen Durst. Aber ich kann eh nicht schlafen wegen Motor zusammenbauen. Wenn es einmal nicht klappt mit Gewalt, nochmal versuchen. Meistens gibt es einen Weg mit Technik und ohne Gewalt. Für Intelligenz bin ich zu müde. Boah. Aber für Gewalt auch. Was mache ich denn jetzt? Ich bin dumm und schwach. Ich muss das ja abkriegen, spätestens wenn ich die neue Feder einbauen will. Ja. Ja. Jetzt aber. Ja. Ah, warte mal, da kommt da alles raus. Sag mal. Ah, scheiße, da kommt alles raus. Also muss sie drin bleiben. Ohne Feder geht's nicht. Das heißt, Arbeit umsonst. Außer zu dem Zweck, dass ich das jetzt kapiert habe. Nur das Bruchstück muss raus. Aber unter erneuter, kontrollierter Gewaltanwendung habe ich das Federstück jetzt wieder drin. Also Schrauben anziehen an diesem Motor ist für mich absoluter Horror. Weil mir schon so viele Gewinde ausgerissen sind. Also die kriegen alle nicht viel Drehmoment. Muss ich jetzt mal aus dem Handgelenk schütteln. Knickknack, 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 knickknack. Okay. Oh, geil, Alter. Oh. Jetzt erstmal gute Nacht, ey. So, ist jetzt der nächste Morgen. Ich bin raus aus der Garage, damit die Jungs da rein können. Kuse ist schon wieder am Start direkt. Ah, türkisches Frühstück. Göttlich. Echt krass, wie gastfreundlich die Leute sind. Das war ja der erste Typ, den ich hier in der Stadt, also bei dem ich angehalten bin. Ich will auch so eine Hupe. Ah, bringt auch nicht viel. Hat jetzt so krass mir geholfen und mich eingeladen und so. Aber ich habe echt Schwierigkeiten damit, die Gastfreundschaft nicht zu überstrapazieren. Fragen halt immer alle, ob sie helfen können, ob man Probleme hat. Dann sage ich natürlich, ja, ich habe Probleme, dies und das und jenes. Also das ist keine Frage, die man mir stellen sollte. Probleme habe ich immer. Aber ja, ich habe da Schwierigkeiten zu merken, wann es genug ist. Und dann sage ich halt, nee, ich fahre jetzt und so.